Schönen guten Tag, liebe Freunde, und willkommen zurück. Jo. Ihr wisst sicherlich noch, wo wir hier sind. Und ich muss echt sagen, ich war so doof. Wenn ich mir das Gerenderte nochmal angeguckt habe, habe ich doch glatt gesehen, dass hier keiner der Wachen verkleidet ist als den wir suchen, dieser Ames oder wie er hieß. Nein, das sind ganz normale Wachen. Das sind alles ganz normale Wachen. Die haben nichts damit zu tun. So. Good morning. Good morning. Box 4. Und AKS Moni. Das heißt also, wir holen hier nur dieses Richtmikrofon, wenn wir es nicht schon haben. Ja, genau. Nee. Genau, wir holen hier nur dieses Richtmikrofon und dann geht's wieder weg. Hell? Hell? What the hell? Jetzt rennt der schon los. Der ist potenziell gefährlich, weil wenn wir in den reinrennen, werden wir enttarnt. Ja. Wisst ihr ja bestimmt noch. So. Ist immer ganz witzig. Wir können uns ja nochmal anhören, was der hier sagt. You have the directional microphone. Yep. According to our information, Ames has a pacemaker. This should make his cardiac pattern fairly distinct. Use the directional microphone to locate it. Weil wir wissen ja auch, dass die Geiseln ganz woanders hängen geblieben sind. Genau. Warte mal, hier rennt der jetzt durch. Den lassen wir mal durchrennen. Das ist vollkommen okay. Ich hätte halt gerne noch das Comicbuch hier oben, aber ich habe echt keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Doch, wartet mal. Nee, so geht's auch nicht, oder? Das haben sie natürlich mies gemacht hier. Also wenn der dich einmal erwischt, dann bist du am Bobo. Gut, ja, ich würde jetzt einfach mal das Comicbuch hier liegen lassen, weil ich habe echt keine Ahnung, wie es gehen soll. Aber wir müssen halt jetzt irgendwie da in B2 reinkommen. Ich weiß noch nicht, wie wir das... B1 meine ich natürlich. Ich weiß noch nicht, wie wir das handeln. Aber... Moment, das Comicbuch lässt mir doch keine Ruhe. Tut mir leid, ich muss doch nochmal nachgucken. Ach, und das hatten wir ja... So. Den Kollegen nehmen wir jetzt mal mit. Der mit seinem Rumgerenne macht er nämlich fertig hier. Weißt du? Und da die das ja nicht mitkriegen hier. Könnten wir den ja locker hier... Danke. Können wir den ja locker hier verstecken. Tschüss. So. Allerdings, ich muss jetzt mal gucken. Ich habe echt keinen Dunst. Wie willst du da hochkommen? Gibt es da irgendwas zum Rausklettern? Nein. Gibt echt gar nicht. Nee. Also, wenn jemand total kundig ist und weiß, wie das funktioniert, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Das wäre echt nice. Tja. Wenn ich eine Wache im Würgegriff habe, könnte ich den dann vielleicht an den Augenscanner drücken? Dass ich gar keinen Kopf oder so brauche, dass es gar nicht so brutal ist, dass ich nur wieder zu brutal denke. Mal gucken, ob da einer rumläuft. Wir können es ja mal probieren.
da laufen mehrere rum, so wie es aussieht. Mhm. Kommst du raus? Kommst du raus zum Spielen? Tatsächlich. Okay, passt auf. Das probieren wir aus. Oh, au! Okay, das war jetzt nicht so cool. Ey, komm mal auf! So, jetzt erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Gut. Das sieht doch gut aus. Sollte das Glück mal auf meiner Seite sein. Genau. Nein! Nein, 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 nein. Lass die weg. Nein. Eieieiei. Wenn der jetzt mehr Männer schickt und da noch mehr rumrennen, muss ich erstmal wieder... Eieieiei. Nee, das ist echt uncool. Ich glaube, jetzt ist auch noch einer drin bei uns. Ich glaube, ich hätte Viereck gedrückt halten müssen und das war der Fehler jetzt. Ich glaube, ich habe da nur einmal drauf gedrückt und dann hat dann halt, ja, mit einem übelsten Move umgeworfen. Ja. Weil der kann das ja einfach so durch Handgelenk drehen, die Leute da aus dem Gleichgewicht bringen und auf den Boden befördern, ne, wo andere eine Hüfte brauchen oder einen Hüftwurf machen. Genau. Geht alle wieder nach Hause. Ihr Spacken. Ich will nämlich raus. So, wir gehen mal ganz vorsichtig gucken. Ich bin's, einer von euch. Guck mal, da liegt noch mein Blut. What is it? Blood. Na bitte. Gucke da. Das hat geklappt. Geilomat. War zwar schwierig und ich habe uns schon wieder entdeckt gesehen, aber ist alles gut gelaufen. Na? Ryden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. Once you recognize Ames by his heartbeat, keep the microphone pointed toward him. Then push the action button and call out to him. If it really is Ames, he should respond in some way. What if it's the wrong person? The guards may get suspicious and come running instead. Security could get tighter, too. Try to be sure before you take the risk. Don't call out to a hostage with the action button until you're fairly sure that it's Ames. If you do make a mistake, switch the microphone for an AK and get out of there before a guard gets suspicious. If you're discovered inside, they'll cut off your retreat and call in the reinforcements. You won't make it out of the room. The mission will be over if you're discovered. Don your disguise and look for Ames while deflecting the enemy's suspicion. Okay. Ja, wer hätte gedacht, dass das leicht wird?
Sieht nicht gut aus. Okay, da ist einer, der Report gibt. Den können wir also nicht ausschalten. Womal ich bezweifle, dass wir hier drinnen überhaupt irgendjemanden ausschalten können. Weil es einfach halt nicht machbar sein wird. So, jetzt gucken wir erstmal, was hier alles zu holen ist. Term G? Term G? Kann ich nicht angucken, schade. Sonst fliegt meine Tarnung auf. Aber ich sehe jetzt hier nur eine Wache. Das ist ja erstmal easy, oder? Seht ihr noch? Seht ihr noch? Ah, nee, das ist nur eine Wache. Sagt, die dürfen wir natürlich nicht. Kann ich hier... Nee, kann ich nicht. Okay. Ah, der klappen können. Ich muss den halt irgendwie ablenken. Übrigens, ich bin ja so ein Mensch, so während ich ein Spiel spiele, interessieren mich dann auch Fakten darüber. Und tatsächlich habe ich noch einen coolen Fakt gefunden. Diese Comicbücher, die man einsammelt. Also sprich... Wie sind denn? So nicht. So, die sind vielleicht beim Waffen. Die Comicbücher, die man einsammelt, kann man auf dem Boden verstreuen. Und dann, ja. Und dann, kann derjenige, der da drüber läuft, also so Wachen, na, wo ist es denn? Hier, so ist auch hier, jetzt habe ich einen Faden wieder. Hält das die Wache auf und der liest da ewig das Comic-Heftchen und du kannst hier schön walten, schalten und verwalten. Das finde ich ganz cool und das probiere ich jetzt mal. Kann aber auch sein... Ja, da ist ein Book hier. Publikation, Aufnahmen von Mädchen und interessante Artikel. Zum Hinlegen Viereck drücken. Das probieren wir jetzt einfach mal in seinen Laufweg. So, dass wir da unten anfangen können hier mit denen. So. Mal sehen, ob der da ein bisschen beschäftigt wird. So, wo könnte man denn anfangen? Da oben, wenn der da unten liest, könnte ich hier oben mal anfangen. Ich glaube, wenn die mich mit dem Richtmikrofon erwischen, bin ich am Pabo. Der meldet auch ziemlich viel dazwischen Berichte. Ich glaube, mein Comic hat ihn jetzt nicht so gejuckt, ne? Dann muss ich es jetzt einfach riskieren. Klingt normal. Klingt auch normal. Oh, jetzt hat er es entdeckt. Sehr schön. Sehr schön. Sehr nice. Bei denen klingt alles normal. Machen wir hier bei denen weiter. Mit Speck fängt man Mäuse. Das ist aber sehr schön. Könnte das? Nee, klingt auch normal. Klingt normal. Ist eine Frau. Nö.
Klingt soweit alles normal. Machen wir hier unten weiter. Jetzt ist er fertig mit dem Comic. Das ist doof. Hey, you! What happened to your weapon? Oh. Sorry. Kann ja mal passieren, oder? Aber ich glaube, nochmal lässt er sich nicht verarschen. Also jetzt oder nie. Oh, habt ihr das gehört? You're Ames, aren't you? Yeah. Yeah. Da war dieses Klicken, dieses... Habt ihr... Diese Bing, Bing. Ne? Das ist er. You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Auch mit voller Wucht Who told you abgezogen. about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was sent in by the Lali Lule Lo, just like you. What? Oh nein, wir werden hier beobachtet You're here to find von out where the president is. Ocelot. Oder zumindest was von ihm We übrig have little ist. time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor, the core of Shell 2. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data. The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure, and so on, are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait.
Here comes Snake. That's him? Nope. Use the microphone to listen in. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Oh, ist da einer auf dem Klo? Come all the way to New York just to get hit with a bowel attack. Sorry. Checked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago. What luck? Oh! Der Arme. Shell 2. The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the president? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual Welches method, Mädchen? I assume? No. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven. Outer Heaven? Wer ist das? Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even Das guess. ist Olga, What oder? about you? Olga, don't cast suspicion where it isn't due. You, when you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go.